Was ist Polkadot und was macht Polkadot so interessant für uns? Damit du das volle Potenzial von Polkadot erkennst, schau das Video also am besten bis zum Ende an. Den aktuellen Themenabschnitt blende ich dir wie immer oben mit ein. Wenn dir meine Videos einen Mehrwert bieten, dann teile das Video mit deinen Freunden und Bekannten und lass uns einfach gemeinsam mit anderen Menschen helfen, Kryptos noch besser zu verstehen. Das sind alles meine eigenen Recherchen und wie immer keine finanzielle Beratung. Polkadot ist ein Netzwerk, welches den Austausch zwischen anderen Netzwerken verbessern und technologische Reibungsverluste der einzelnen Netzwerke reduzieren möchte. Dort ist das systemeigene Utility-Token der Polkadot Blockchain und erfüllt verschiedene Funktionen. Zum Zeitpunkt des Videos ist Polkadot auf Rang 12 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden Euro. Welches Problem möchte Polkadot lösen? Polkadot möchte im Großen und Ganzen zwei grundsätzliche Probleme in der Blockchain-Welt lösen. Das erste Problem ist die derzeit mangelnde Interoperabilität der Blockchains bzw. der dezentralen Netzwerke untereinander. Was verstehen wir darunter? Damit ist der kompatible Austausch der Netzwerke untereinander gemeint. Jedes größere Netzwerk, wie zum Beispiel Ethereum, verwaltet sein eigenes Ökosystem und spricht seinen eigenen Programmiercode. Stell dir mal das anhand unserer Länder in der Welt vor. In jedem Land wird die eigene Landessprache gesprochen. Doch wir haben gelernt, dass wenn wir uns zum Beispiel länderübergreifend auf Englisch einigen, wir uns eigentlich ganz gut verstehen können. Bisher laufen viele Netzwerke isoliert. Das ist schade, denn tolle Lösungsansätze und bahnbrechende Technologien können dann leider nur auf dieser einen Blockchain angewendet werden. Das gilt übrigens auch für den Austausch von Kryptowährungen und Tokens. Der Transfer kann meistens gar nicht oder nur über ein paar Zwischenschritte erfolgen, zum Beispiel über eine Börse. Für diese Transfers müssen die Nutzer dann jedoch ihr eigenes Netzwerk und damit ihre eigene vertrauensvolle Umgebung verlassen. Schau dir auch nochmal mein Quant-Video an, denn auch das Quant-Netzwerk beschäftigt sich mit der nahtlosen Interoperabilität. Nur verfolgt Quant dabei einen anderen Lösungsansatz als Polkadot. Problem Nummer 2, das ist das Blockchain-Trilemma, unter dem wir drei Anforderungen an ein dezentrales Netzwerk verstehen. Das ist die Dezentralität, die Sicherheit und die Skalierbarkeit. Polkadot möchte hier insbesondere auf zwei Themen, die Skalierbarkeit und die Sicherheit, eingehen. Dazu vermietet Polkadot quasi anderen Netzwerken die nötigen Ressourcen unter. Ein Netzwerk kommt so nicht so schnell an sein Limit. Darüber hinaus kann auch ein Netzwerk sicherer wachsen. Denn je mehr Nutzer ein Netzwerk nutzen, desto weniger anfällig wird es gegenüber Hackerangriffen. Das Lösungsportfolio also aus verbesserter Interoperabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit eignet sich in diesem Fall also auch insbesondere für kleinere und innovative Projekte, um schneller aus einer Entwicklungsphase den nächsthöheren Netzwerkzustand zu erreichen. Ähnlich wie Ethereum möchte Polkadot also einen Experimentierspielplatz für dezentrale Netzwerke und Anwendungen bieten. Welche Lösungen bietet Polkadot nun konkret an? Polkadot möchte als Lösung für die genannten Probleme ein skalierbares, interoperables und sicheres Art Supernetzwerk für bestimmte dezentrale Netzwerke und Blockchains anbieten. Indem andere Netzwerke auf Polkadot zurückgreifen, kann alles Mögliche interoperabel zwischen diesen Blockchains ausgetauscht werden. Das können Kryptowährungen sein, beliebige Tokens und jegliche Daten. Wie der Lösungsansatz von Polkadot nun funktioniert, das erfährst du hier jetzt einfach mal anhand eines vereinfachten Beispiels. Stell dir dabei die Polkadot-Multikette einfach mal wie so einen großen Bootshafen vor, an dem potenziell alle möglichen Boote andocken und parken können. Dieser Hafen verfügt über einen Hauptsteg. Dieser Hauptsteg entspricht bei Polkadot der sogenannten Relay Chain. Die einzelnen Boote sind die einzelnen Blockchains bzw. dezentralen Netzwerke, die Polkadot nutzen möchten. Von dem einfachen Ruderboot bis zur Superyacht ist also alles im Hafen vertreten von Polkadot. Die Menschen auf dem Boot sind dann in diesem Fall Transaktionen, einzelne Transaktionen oder Informationen, die zum Beispiel von einem Ruderboot über eine gemeinsame Anlegestelle vollzählig und am besten auch noch sicher natürlich auf die Superyacht gelangen wollen, ohne sich dabei nass zu machen. Die Relay Chain ist das zentrale Herzstück und die Mutter aller Ketten von Polkadot. Aufgabe der Relay Chain ist es, für die gesamte Sicherheit
und den Zustimmungsmechanismus im Netzwerk zu sorgen. Die Relay Chain ist die Kette, also der Hauptzugangsweg im Hafen, über nur diese zwischen den Blockchains interoperabel kommuniziert werden kann. Ein Boot, welches mit seinen Menschen also am Hafen über eine Anlegestelle angedockt hat, wird hier als sogenannte Parachain bezeichnet. Eine Parachain ist so etwas wie eine eigenständige Blockchain mit eigenen Tokens, die sich austauschen oder hinsichtlich Skalierbarkeit und Sicherheit auftunen möchte. Polkadot hilft hier also nun beim Tuning eines Bootes. Denn anstatt dass eine Blockchain mit seiner Kette einzelne Transaktionen hintereinander verarbeitet, können bei Polkadot nun mehrere Transaktionen über viele Ketten zeitgleich, also multiparallel stattfinden. Die vielen Datenmengen werden hier durch eine Verteilung über viele Ketten, also Multi-Chain, portioniert. Dieses Portionieren, also das Zerlegen in kleinere einzelne Teile solcher großen Datenmengen in diese kleinen Bruchteile, wird in diesem Fall als Sharding bezeichnet. Die Relay Chain überprüft dabei die Zustände der Seitenketten und leitet die Informationen in der richtigen Übersetzung an die Ketten weiter. Auch darum brauchen sich jetzt die einzelnen Ketten jetzt nicht mehr kümmern, also die Boote im Hafen. Die logische Konsequenz: aus einem Ruderboot wird hier im Polkadot-Hafen während der Kopplung ein Motorboot. Was muss jetzt so ein Bootshaber von unserem Projekt als Gegenleistung tun, um das gesamte Boot aufzutun und eben in diesem Fall übertragen eine Parachain von Polkadot zu werden? Möchte so ein Boot sich am Hauptsteg koppeln, also möchte ein Netzwerk Parachain werden, muss es sich dafür einen freien Platz angeln. Diese freien Stellen, diese sogenannten Slots, sind jedoch wie bei jedem Hafen auch limitiert. Um dir nun als Parachain einen freien Platz zu ergattern, musst du bei Polkadot bei einer sogenannten Auktion mitmachen. Jeder, der einen Platz an der Relay Chain will, muss nun in der Auktion bieten und dort Tokens als Pfand hinterlegen. Je mehr Tokens ein Interessent hinterlegt hat, desto eher steigt die Chance, dass er bei der Auktion einen Platz gewinnt. Bis zum Ende des gebuchten Platzes müssen diese DOT-Tokens dann zur Sicherheit fest angelegt bleiben. Kannst du es dir als Inhaber eines kleineren Ruderbootes aufgrund der hohen Kosten gar nicht leisten, möchte Polkadot eine günstigere und flexiblere Variante dafür anbieten. Als quasi Anlegeplatz der zweiten Reihe kannst du dann einen sogenannten Parathread nutzen. Parathreads können technisch Ähnliches wie Parachains leisten, also das eigene Netzwerk kann zum Beispiel höher skaliert werden, Daten können über die Relay Chain ausgetauscht werden und so weiter. Allerdings verfügen diese Boote keinen fest gebuchten Platz am Hauptsteg wie so eine Parachain, sondern es wird nach einem sogenannten Pay-as-you-go-Modell bezahlt. Das heißt, Gebühren werden nur bedarfsweise bei Nutzung anfallen. So erhalten die Daten, in dem Fall die Menschen, nur gegen Bezahlung das exklusive Recht, den Hauptsteg betreten zu dürfen. Eine Parachain kann im Gegensatz dazu zu jedem Block Daten austauschen. Parathreads sind also hier eher was für die kleineren Boote im Hafen, sind dafür zugeschnitten, die dennoch von den insgesamt geringeren Kosten und der erhöhten Geschwindigkeit des Gesamtsystems profitieren möchten. Grundsätzlich kann ein Boot zwischen den Zuständen Parachain und Parathread je nach Transaktion auch beliebig den Anlegeplatz wechseln. Ob und wann das dann wiederum sinnvoll für das Betreiben eines Netzwerkes ist, also auch wirtschaftlich gesehen, das ist eine andere Frage. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Komponente der Polkadot-Lösungen, und zwar sogenannte Bridges, also Brücken. Brücken helfen Parachains und Parathreads, sich mit externen Netzwerken, wie zum Beispiel Ethereum, zu verbinden. Eine Brücke entspricht im Polkadot-Hafen einem spezialisierten Boot, welches als Parachain am Hauptsteg angedockt ist. Diese Brücke funktioniert damit wie ein Oracle. Dieses spezialisierte Boot wacht also wie eine Wetterstation zum Beispiel am Steg und sammelt Informationen von externen Netzwerken wie zum Beispiel von Ethereum ein. Welche Projekte und Partner konnte Polkadot bisher gewinnen? Hier siehst du mal in einem Überblick die aktuellen Projekte im Ökosystem eingeblendet. Du erkennst hier, dass auch viele andere verschiedene Kryptosparten neben dem NFT-Sektor und dem DeFi-Sektor bedient sind. Ich gehe zunächst jetzt hier erstmal auf 3 spannende Projekte im Ökosystem grundsätzlich ein und im Anschluss erhältst du einen Auszug von 3 spannenden Partnerschaften mit Polkadot. Zunächst also erstmal, wer baut denn alles schon auf Polkadot bzw. nutzt Polkadot? Der Name des Netzwerks Kusama muss auf jeden Fall in Bezug zu Polkadot fallen.
Kusama ist eine Art Testnetzwerk und eine Art kleiner Bruder von Polkadot. Kusama schafft die realen Bedingungen für ein beginnendes Blockchain-Projekt. Es verfügt über ähnliche Codes wie Polkadot, ist jedoch um einiges experimentierfreudiger ausgerichtet. Ideal also, um Polkadot-Apps in der Anfangsphase zu testen. Ein weiteres, zu den mit an vielversprechendsten Projekten aus dem DeFi-Sektor gehört Acala dazu. Acala bietet unter anderem bereits DeFi-Dienste wie zum Beispiel ein dezentrales Kreditprotokoll an oder einen eigenen Stablecoin, den Acala Dollar, oder eine dezentrale Tauschplattform, um zum Beispiel plattformübergreifend Kryptos zu transferieren oder um Kryptobestände gegen eine Rendite zu verleihen. Namhafte Investoren wie Arrington, XRP Capital befeuern die Entwicklung der Plattform. Als Polkadot-Projekt umgeht Acala die Themen der Netzwerküberlastung und zu hohen Gebühren, die viele DeFi-Anwendungen derzeit auf dem Ethereum-Netzwerk beschäftigen. Und als ein letztes cooles Polkadot-Projekt stelle ich dir Edgeware vor, eine Art Testnetz und Airdrop vom Polkadot-Hauptnetzwerk. Edgeware ist eine Smart Contract Blockchain, die über die Community finanziell wie richtungsweisend verwaltet wird. Über Edgeware sollen Mitspracherechte on-chain, also online ausgetestet werden. Edgeware ist mit Ethereum kompatibel, das heißt, dass die Apps, die auf Ethereum laufen, auch auf Polkadot auf diese Weise gebracht werden können. Welche spannenden Partnerschaften konnte Polkadot darüber hinaus gewinnen? Ende 2021 kam es noch relativ aktuell zu einer Partnerschaft der Deutschen Telekom mit Polkadot. T-Systems Multimedia Solutions, also kurz MMS, als Tochterunternehmen soll Validator des Netzwerks werden sowie die Sicherung und Wartung des Netzwerks unterstützen. Der Telekommunikationsriese möchte außerdem die Nachrichtenübertragung zwischen den unabhängig auf Polkadot laufenden Blockchains unterstützen. Im Rahmen der Kooperation wird T-Systems MMS dafür eine unbekannte Summe an DOT-Tokens erhalten. Damit konnte ein wichtiger Helfer für den Ausbau der dezentralen und interoperablen Infrastruktur gewonnen werden. Auch 2 Kryptobörsen sind indirekt am Wachstum von Polkadot beteiligt. Binance announcete Ende 2020, dass es für Entwickler einen 10 Millionen Dollar schweren Fonds einrichte, um Entwickler für Projekte und Polkadot finanziell zu fördern. Und auch Huobi stieg Ende 2020 ein. Zum ähnlichen Zeitpunkt wie Binance stellte die Kryptobörse 5 Millionen Dollar in Form von Stablecoins bereit, um Entwickler und Content Creator für Polkadot-Projekte zu sponsern. Ein weiteres Sponsorenprogramm soll darüber hinaus Kryptoinvestoren, die Interesse an Polkadot haben, anlocken. Mindestvoraussetzungen dafür: ein Kryptovermögen von 300.000 DOT. Das entspricht derzeit etwa 4,6 Millionen Euro. Davon die Hälfte auf Huobi hinterlegt. Ein cleverer Schachzug, um als Kryptobörse Kapital zu binden und zeitgleich dabei noch Plattformen wie Polkadot zu unterstützen. Ach ja, und übrigens, Polkadot announcete Ende 2020 auch eine Allianz, die sich speziell auf den Wachstum des DeFi-Sektors stürzen soll. Gründungsmitglieder und Partner der Allianz unter anderem das bekannte dezentrale Oracle-Netzwerk Chainlink. Kommen wir als nächstes zum Thema Tokenomics, zur Funktion und zur Verteilung. Dort ist das systemeigene Utility-Token im Polkadot-Ökosystem vom Prinzip her wie Ether bei Ethereum. Dort stabilisiert als gestakter Token das Hauptnetzwerk und hält den Netzwerkbetrieb einfach ausgedrückt am Laufen. Mehr über den Staking-Mechanismus erfährst du nachher noch im Abschnitt zur Technologie. Außerdem muss ein Parachain-Interessent mit DOT-Tokens in die Auktion gehen, wie du schon vorhin erfahren hast, um freie Undock-Stellen zu gewinnen. Während der Nutzung als Parachain sind dann auch DOT-Tokens als Pfand hinterlegt. Und auch bei der Verwaltung des Netzwerks und für die Stimmrechte werden DOT-Tokens benötigt. Das Tokenverhalten finde ich ultra spannend. 2020 fand im August eine sogenannte Redenominierung statt. Was heißt das? Auch wenn DOT-Tokens den meisten von uns als die geläufigsten Tokens von Polkadot bekannt sind, so nennt sich die eigentlich kleinste Recheneinheit von Polkadot Plank. Das ist vom Prinzip her wie bei Satoshi und Bitcoin. Bei Polkadot entspricht ein DOT einer Plank-Einheit mit 10 Dezimalstellen dahinter. Vor August 2020 entsprach ein DOT-Token einem Plank hoch 12. Die Änderung sollte helfen, einfacher zu berechnen. Auch in diesem Atemzug wurde das anfängliche Maximalangebot, also die Total Supply von 10 Millionen DOT auf 1 Milliarde DOT-Tokens angehoben. Auch hier ging es darum, Dezimalstellen zukünftig zu vermeiden.
Derzeit werden laufend neue Tokens zum Umlauf gebracht, mit einer geplanten jährlichen Inflation von 10%. Das heißt, dass bis zum Erreichen von 1 Milliarde Tokens sich die Supply pro Jahr um 10% erhöhen soll. Erst danach soll die Inflationsrate planmäßig wieder gesenkt werden. Von der Inflation der Tokenanzahl können gerade jetzt noch die Stakeholder profitieren. Zum Stand des Videos befinden sich bereits über 987 Millionen laut CoinMarketCap im Umlauf. Es existiert also keine maximale Anzahl der Polkadot-Tokens. Wir kommen zum Preispotenzial. Ich habe mich gefragt, wie könnte das Tokenverhalten den Preis für den DOT-Token beeinflussen? Gerade die Tatsache, dass es kein Limit an maximalen DOT-Tokens geben wird, lässt vermuten, dass der Preis eines solchen Tokens stark abhängig von seiner aktuellen Nutzung sein wird. Das unterscheidet DOT zum Beispiel ganz klar von Bitcoin. Da wissen wir, dass der Gesamtvorrat von Bitcoins schlichtweg auf maximal 21 Millionen Coins begrenzt ist und danach keine neuen Coins mehr geschifft werden können. Wie beeinflusst dann die Nutzung den DOT-Token-Preis? Je stärker die Nachfrage nach freien Plätzen für Parachains ist, desto mehr DOT-Tokens müssten für die Auktion erworben werden und nach einer Auktion fest im Netzwerk gebunden werden. Das erhöht zum einen die DOT-Nachfrage. Dann, je mehr Parachains, desto größer wird dann das gesamte Netzwerk und desto mehr Transaktionen werden grundsätzlich über das Polkadot-Netzwerk getätigt. Je mehr Validatoren im Netzwerk teilnehmen wollen, desto mehr Summen müssen ja auch gestaked werden, denn hierfür müssen Validatoren und Nominatoren DOT erwerben. Die erhöhte Nachfrage all der genannten Punkte führt dann tendenziell eher zu einem positiven Preisverhalten des Tokens. Wie immer ist es aber nahezu unmöglich, hier genaue Prognosen abzugeben. Zum Stand des Videos im März 2022 beträgt DOT rund 15 €. Sein Allzeithoch erreichte Polkadot Anfang November 2021 mit 50 €. Wie kannst du jetzt DOT-Tokens kaufen und aufbewahren? Du kannst DOT auf allen größeren Exchanges wie Crypto.com, Coinbase oder Binance zu den üblichen Handelspaaren erwerben. Einmal erworben hast du viele Möglichkeiten, deine DOT-Tokens aufzubewahren. Zum einen bietet Polkadot verschiedene Non-Custodial Wallets an, die in sogenannte Treasury-Funded Wallets und Supported Wallets unterteilt werden können. Eine Übersicht blende ich dir hierzu mal ein. Unabhängig davon unterstützen weitere Soft-Wallet-Anbieter wie zum Beispiel das mobile Trust Wallet die Aufbewahrung von DOT-Tokens oder auch Hardware-Wallet-Anbieter wie zum Beispiel Ledger Nano S oder X. Wusstest du, dass wenn du DOT auf dem Ledger Wallet hältst, du deine Tokens auch staken kannst? Und das ziemlich sicher eigentlich auf einem Hardware-Wallet. Gehen wir über zum Abschnitt Technologie. Wer validiert die Transaktion im Netzwerk und wie ist das dezentrale Netzwerk abgesichert? Das Protokoll von Polkadot ist ein Open Source Sharding Multi-Chain Protokoll. Die Blockchain von Polkadot verwendet als Zustimmungsmechanismus einen sogenannten nominierten Proof-of-Stake-Mechanismus. Auf den Parachains wird ganz wichtig kein Konsensus derzeit durchgeführt. Im Hauptnetz existieren als Stakeholders sogenannte Nominatoren. Diese Nominatoren wählen dann ein Set von Validatoren aus. Die Validatoren müssen auch wie die Nominatoren DOT-Tokens zur Netzwerksicherheit hinterlegen. Zusätzlich müssen die Validatoren einen vollen Knoten betreiben, um die Blöcke mit den darin enthaltenen Transaktionen für gültig zu erklären. Im Gegenzug dafür erhalten die Validatoren Rewards in Form von DOT-Tokens zurück. Da die Nominatoren nicht ganz so viel Arbeit leisten müssen wie die Validatoren, fällt der Reward etwas niedriger aus als wie für einen Validator. Im Netzwerk finden sich aber auch noch weitere Teilnehmerrollen, die Stakeholder sind. Das sind zum einen erstmal die sogenannten Kollatoren, auf Deutsch die Mischer. Die Mischer sammeln die jeweiligen portionierten, also die geschadeten Transaktionen der einzelnen Boote ein, also der einzelnen Parachains, und geben diese Nachweise dann an die Validatoren weiter. Und dann gibt es noch die Fischer. Die Fischer checken im Grunde einfach nur mal so die aktuelle Lage im Hafen ab und melden falsches Benehmen an die Validatoren weiter. Die Aufgabe eines Fischers kann ein Mischer zusätzlich übernehmen, aber auch jeder andere volle Knotenbetreiber eines Boots vom Parachain-Typus. Um das gesamte Polkadot-Ökosystem schnell an neue Bedürfnisse und Funktionsupdates anzupassen, wurde ein innovatives Verwaltungssystem ergänzt. In diesem Governance-System
kann nun ein aktiver oder passiver Netzwerkteilnehmer Mitglieder für einen Rat wählen. Dieser Rat schlägt dann Referenten vor, die dann in regelmäßigen Abständen entscheiden, welche Regeln das Netzwerk zur Weiterentwicklung verändern soll. Man erhofft sich dadurch letzten Endes, in Zukunft Netzwerkforks, also Abspaltungen des Netzwerks, zu vermeiden. Ein zusätzliches technisches Komitee kann dem Rat helfen, schnellere Entscheidungen im Notfall zu beschleunigen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn mögliche Sicherheitslücken im System zeitnah behoben werden müssen. Wer steckt hinter Polkadot? Polkadot wurde 2017 mit einem ICO von 3 Gründern ins Leben gerufen: Robert Habermeyer, Dr. Gavin Wood und Peter Czaban. Wood war damaliger Mitbegründer und CTO von Ethereum. In diesem Zusammenhang war er auch maßgeblich an der Erschaffung von Solidity beteiligt. Ganz kurz nochmal, Solidity ist die Programmiersprache, die für die Smart Contracts der Ethereum Virtual Machine verwendet wird. Starke Unterstützung erhält das Projekt durch die Web3 Foundation in finanzieller Hinsicht, auch durch die Forschung und durch Kooperationen. Czaban, einer der 3 Gründer, ist zugleich auch der technische Leiter von Web3. Wood erfüllt dort die Rolle des Präsidenten. Für die Schweizer Stiftung gilt das Polkadot-Protokoll als ihr Vorzeigeprojekt. Zu weiteren unterstützten Projekten gehört zum Beispiel auch das Kusama-Netzwerk. Die Web3 Foundation möchte Projekte fördern, die unsere dezentralen Websoftwares mit neuen Technologien bereichern sollen. Mein persönliches Fazit zu Polkadot. Was sind erstmal mögliche Pluspunkte von Polkadot, die ich ganz besonders hervorheben möchte? Für mich ganz klar: Polkadot halte ich in technologischer Hinsicht für extrem vielversprechend. Beim Polkadot-Protokoll handelt es sich um ein sogenanntes Layer Zero Blockchain-Protokoll und bietet den Aufbau damit für andere eigene Blockchain-Protokolle an. Polkadot als Art Supernetzwerk möchte außerdem die Skalierbarkeit, Sicherheit und die Kommunikation zwischen Blockchains grundsätzlich verbessern. Polkadot erleichtert insbesondere damit vielen kleineren Projekten kostengünstig und schnell den Start in die Blockchain-Welt. Die Polkadot-Architektur mit der Relay-Chain, den Parachains und dem Governance-System soll das flexibler trotz der wachsenden Größe an Entwicklungen reagieren lassen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Pluspunkt gegenüber anderen derzeit schon sehr großen Netzwerken wie Ethereum. Ein nächster positiver Punkt, der auch stark eben mit der Architektur einhergeht, ist der innovative Fokus auf dem Web 3.0 als Haupt-Use-Case. Das Web 3.0 ist die Modellvorstellung eines noch intelligenteren Internets, wo Daten und die Wirtschaft dezentralisiert und tokenisiert im Austausch steht. Das ist anders als im heutigen Web 2.0, wo das Internet über zentrale Plattformen und Datenbanken abgespeichert liegt. Die Web3 Foundation unterstützt den Aufbau solcher Web3-basierter Projekte und ist hierbei in Zusammenhang mit Polkadot, wie ich finde, ein unglaublich wichtiges Bindeglied, um die Kommunikation zwischen den Projekten herzustellen. Ein dritter Pluspunkt: die Vielfalt und Anzahl der bereits jetzt schon von Polkadot unterstützten Projekte sehe ich als einen enormen Pluspunkt. Hier auf der eingeblendeten Webseite siehst du mal die Projekte nach verschiedenen Use Cases. Die reichen von NFT eben bis hin zu über DeFi und Gaming. Viele weitere spannende Elemente, wie zum Beispiel Details um Staking oder die dezentrale Exchange Polkadex, habe ich in diesem Video der Länge halber leider geschuldet nicht erwähnen können. Wenn du dich also für Polkadot interessierst, dann lies dich auf jeden Fall nochmal selbst genauer ein. Und ein letzter spannender Punkt: mit den nächsten geplanten Meilensteinen entlang der Roadmap liegen heiße Eisen im Feuer. Im Dezember 2021 hat das Rollout für die ersten Parachains gestartet. Zu Beginn sind die angeschlossenen Parachain-Plätze auf 100 limitiert. Doch zukünftig sollen sogenannte Nested Chains viele weitere Projekte auf Polkadot miteinander verbinden. Die nächsten Meilensteine beinhalten unter anderem den Launch der Parathreads und Verbesserung der Interoperabilität mittels eines Blockchain-übergreifenden Nachrichtenformates. Das nennt sich XCMP. Was gibt es jetzt noch für mögliche Kontrapunkte zu nennen? Einer könnte der sein, dass die maximale existierende DOT-Token-Anzahl nicht begrenzt ist. Damit unterliegt der Token, ähnlich wie zum Beispiel dem US-Dollar, derzeit noch einem inflationären Verhalten. Der DOT-Preis wird stark von seiner Utility und dem kontinuierlichen Wachstum an Stakeholdern oder Parachains und damit verbunden mit dem Betteln um freie Slots bestimmt. Das macht das Ganze in zweierlei Hinsicht spannend. Denn niemand kann dir aktuell vorhersagen, ob in 15 oder vielleicht auch erst in 50 Jahren kleine Blockchain-Projekte
auf noch große Ressourcen wie die von Polkadot zurückgreifen müssten. Vielleicht gibt es bis dahin noch einfachere Wege, dezentrale Systeme skalierbarer und sicherer zu machen. Es kann natürlich aber auch sein, dass Polkadot einfach bis dahin noch viel bessere, noch viel mehr Lösungen anbietet, ganz klar. Und auch das Gebiet um das zukünftige Web 3.0 und die Tokenisierung vieler realer Werte ist noch so innovativ, sodass dieser Bereich seine Risiken wie auch Chancen gleichermaßen offen lässt. Ein zweiter wichtiger Punkt noch: Gerade wenn es um ein Ökosystem für Decentralized Finance, also den DeFi-Sektor geht, so bestehen mit anderen bereits älteren Netzwerken wie Ethereum, aber auch mit Plattformen wie Solana und Co. einige Mitspieler. Die einzelnen Plattformen mit DeFi-Use-Case bringen jeder für sich verschiedene Vor- und Nachteile gegenüber den anderen mit, sodass es zum jetzigen Zeitpunkt schwer ist, genau abzusehen, inwiefern und wer das Feld zukünftig am Markt dominieren wird. Wo Polkadot zum Beispiel im Stromverbrauch, Geschwindigkeit und Kosten Ethereum überlegen ist, so dominiert dann Ethereum nach wie vor durch seine Netzwerkgröße und Anzahl an derzeit laufenden Decentralized Apps. Ein besser oder schlechter existiert aus meiner Sicht nicht. Dafür verwenden die Netzwerke zu unterschiedliche Wege, im DeFi-Sektor Fuß zu fassen. Schließlich gibt es in unserer zentralen Finanzwelt auch viele Banken mit verschiedenen Schwerpunkten, die nebeneinander problemlos koexistieren können und sogar teilweise zusammenarbeiten. So, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, kommentiere einfach unter dem Video. Ich hoffe ansonsten, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich einfach riesig über ein Like oder einen Kommentar von dir freuen. Wenn du noch mehr über spannende Kryptoprojekte erfahren willst, schau dir auch zum Beispiel meine anderen Videos wie Quant an. Quant beschäftigt sich eben auch sehr stark mit dem Thema Interoperabilität. Du kannst mir jederzeit über Twitter folgen. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du mal wieder mit dabei bist. Ich bin Miss Krypto, von Kryptos fasziniert, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.